mein Viertel hier, das Agnesviertel. Und wenn ich hier durchgehe, ich sehe Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedliche Sprachen höre ich. Und von daher haben wir ja fast ein kleines Europa. Aber das große Europa ist anscheinend in einer kleinen Krise. Und wir möchten unter dieser Kuppel, die durch ganz Europa tourt, in ganz vielen Städten von Europa Menschen immer wieder einlädt, über ihre Visionen, über ihre Gedanken, wie sie sich ein Europa vorstellen, wie wir in Europa zusammenleben sollten, zu reden. Und das, was wir hier drunter sammeln unter dieser Kuppel in den Gesprächen, werden wir auch nächstes Jahr nach Brüssel zu unseren Vertretern im Europaparlament, zu den Institutionen bringen, mit der ganz klaren Botschaft, was wir Bürgerinnen und Bürger von Europa uns erhoffen. Das soll ein Forum dafür sein, um das zu schaffen. Ich glaube nicht, dass in der heutigen Welt ein Nationalstaat etwas anders machen kann, besser machen kann, als eine Gemeinschaft von Staaten. Und deshalb denke ich, wir brauchen einfach mal Zeit, neu nachzudenken. Und deshalb finde ich das auch ganz gut, weil, und da stimme ich Ihnen vollkommen zu, wir können es nicht mehr so machen, wie es früher war, wo sozusagen sich ein paar Staatsführer hingesetzt haben, haben gesagt, okay, wir machen die Vereinigung Kohle und Stahl und dann die EWG, einer wird gewinnen, ja, und dann haben wir dann die EU schließlich bekommen, sondern wir müssen die Bürger jetzt mit einbeziehen und müssen sagen, wo wollt ihr denn hin? Was wollt ihr denn? Wir brauchen wirklich eine europäische Diskussion. Da mögen dann die Ungarn was ganz anderes sagen, die Polen was dieses und jenes, die Deutschen das und die Franzosen das. Aber das müssen wir mal zusammenfließen lassen. Wer will eigentlich von den Bürgern was? Was für ein Europa? Und ich kann nur sagen, für mich, das ist jetzt auch meine Vorstellung vor Europa, wir brauchen ein Europa, in dem sozusagen die Staaten zusammenarbeiten, mehr zusammenarbeiten als bisher. Und andere, die wollen das vielleicht nicht machen. Dann brauchen wir sozusagen eine andere Form von Europa dazu. Aber wir müssen sozusagen gemeinsam handeln können. Das Problem, was ich aber sehe in einem, wie auch immer gearteten, größeren Konstrukt von Organisation, von Gesellschaft, ist immer, inwieweit ist der eine noch beteiligt, der irgendwo in irgendeiner Region sitzt, der sich da vielleicht abgehängt fühlt. Und je größer das der Rahmen der sozusagen der politischen Organisation ist, egal gesellschaftlicher Form, wird es, glaube ich, schwierig, da auch Leute mitzunehmen. Und ich glaube, darin liegt die Herausforderung, wie schafft man das, dass man die Leute politisch auch einbindet, auch mit in die Verantwortung nimmt und auch mit das Gefühl gibt, sie können selber auch was entscheiden. Und so, haben Sie da eine Antwort? Wie würden Sie das mal einfach so? Ja. Sind jetzt der liebe Gott und dürfen das den Europäern mal sagen? Bin da jetzt auch nicht so belesen, was jetzt die einzelnen Fakten angeht, aber ist nicht in Irland, gab es nicht eine Volksversammlung? Das finde ich tatsächlich, als ich über diese Idee gelesen habe, dachte ich, das ist auf jeden Fall schlauer als ein Volksentscheid, der dann uninformierte Menschen dazu bringt, über etwas zu entscheiden, das sie selber gar nicht einschätzen können, was es in der Konsequenz bedeutet. Und dieses Problem haben wir ja im Prinzip beim Brexit. Die Leute, die das entschieden haben, haben überhaupt gar keine Vorstellung, glaube ich, im Ansatz, was das irgendwie an Konsequenzen für sie heißt. Wirtschaftlich, sozial und auch so, wie sich dieses Land irgendwie im Endeffekt definiert. Und ich kann mir vorstellen, wenn man tatsächlich sowas wie eine Volksversammlung macht, wo man Leute einfach einbindet, und die dann über einen gewissen Zeitraum auch wirklich mit allen Fakten und Optionen auch ausstattet, dass man dadurch vielleicht erreicht, dass man auch als Normalbürger mitbekommt, dass Entscheidungen immer sehr komplex sind. Also das ist nicht so, das ist ja auch eine Form des Populismus, ist ja zu behaupten, es gibt einfache Lösungen. Und das ist ja einfach gelogen.
Ich wollte nochmal auf seinen Beitrag antworten, und zwar bin ich da ganz bei euch, dass ich mir auch wünschen würde, dass die quasi einfache Bevölkerung stärker eingebunden wird und deren Wünsche und Interessen berücksichtigt wird. Aber du hast gerade angesprochen, dass es gefährlich ist, wenn uninformierte Bürger entscheiden. Und da muss ich halt sagen, es ist halt der Grund der Demokratie, dass alle in freier und gleicher Wahl abstimmen dürfen. Und es ist schade, wenn die Bürger nicht informiert sind, worüber sie abstimmen, aber gleichzeitig sind die trotzdem keine Bürger zweiter Klasse und deren Stimme zählt genauso viel wie unsere Meinung auch. Und deshalb, ich halte direkte Demokratie deshalb teilweise auch für gefährlich, weil dort halt auch Bauchentscheidungen getroffen werden. Aber ich wollte halt trotzdem nochmal sagen, dass das ja quasi die Rechtsform ist, für die wir uns entschieden haben, die Demokratie, und wir deshalb auch das respektieren müssen. Ich glaube nämlich, dass direkte Demokratie durchaus ein sehr, sehr gutes Instrument ist, um eben Leute aus ihrer Ohnmacht auch rauszuholen, weil das Gefühl von Partizipation eben auch dazu führt, ja, dass Leute letztendlich ihre eigene Stärke nochmal wahrnehmen. Das ist ganz klar. Ich glaube aber, dass wir in Europa eine Kultur dafür entwickeln müssen, wie man eigentlich damit umgeht. Weil ansonsten haben wir im Brexit erlebt, da hat sich dann die gesamte Wut auf Cameron und alles, was die letzten Jahre irgendwie passiert ist, hat sich in diesem Referendum wiedergefunden. Und dann wird es gefährlich. Und deshalb glaube ich, unser Ziel als Europäer muss es wirklich sein, eine dauerhafte Kultur dafür zu entwickeln, wie wir Bürgerinnen und Bürger mitnehmen und wie wir die teilhaben lassen an europäischen Prozessen und an Veränderungen. Und ich glaube, dann kann man wirklich einiges bewegen. Ich denke, wir haben es im Moment auch mit so einer Art clownesken Politikszenerie zu tun. Also mit Verlaub, auch Seehofer ist für mich eine Art Politclown. Und diese Clowns weisen darauf hin, dass die Leute wieder eigentlich Action haben wollen. Und wenn wir ihnen nur fade Ideologie und so, du musst und hier und das, dann gehen sie oft zu den Clowns, weil es einfach lustiger ist oft. Ja? Und wenn wir aber ein bisschen Action wieder reinbringen, und das versuchen wir auch mit so einem harmlosen Beispiel, aber dass wir uns hier ein bisschen Mühe geben und so einen Europaraum hier zu bauen, könnte man sagen, warum macht ihr das so aufwendig? Aber wir haben gemerkt, gewisser physischer Aufwand, also analoge Räume besetzen, das lohnt sich ohne Ende. Ja, wir sind alle zu sehr in unserem Zap-Zarab. Und so ein Donald Trump, der geht eben ständig raus und redet draußen. Und da müssen wir eben auch wieder aktiv werden. Und dann kriegen wir die Leute auch zurückerobert. Also was mir so auffällt, ist, dass Europa ja für viele Menschen in vielen Ländern ganz weit weg ist. Und da fiel mir so ein, dann könnte man doch vielleicht so in der Art eines Kirchentages jedes Jahr einen Europatag machen, jedes Jahr in einem anderen Land Europas und in dem Land möglicherweise auch in verschiedenen Städten und dann solche Sachen wie hier anbieten, Informationsveranstaltungen, Festivitäten, irgendwas, wo viele Menschen zusammenkommen und man dann schöne Bilder hat fürs Fernsehen und eine große Menge an Leuten hat und Meinungen und Ideen einkommen. Und wenn man das jedes Jahr macht, wird Europa wenigstens mal bekannter. So. Wir vergessen häufig, dass Europa im Grunde genommen auch ein Sehnsuchtsort ist, der Freiheit und der Menschenrechte. So wurde zumindest das ganz viele Jahrhunderte verstanden. Also ich war vielleicht ein Bauer, der lokal von meinem Fürsten gedrängt und unterdrückt wurde, aber ich hatte dieses Ideal dann spätestens nach der Französischen Revolution. Es wird eines Tages ein freies Gemeinwesen geben. Und deswegen hatte Europa auch vom Begriff immer stand da die Idee dahinter, auch eine Modellregion zu sein für die Welt, für eine friedliche gemeinsame Welt. Der berühmte Aufsatz von Kant zum ewigen Frieden, wo er das erklärt hat, dass wenn wir die einzelnen Staaten so wie sozusagen Mafia oder Raubritterhorden verstehen, wir nie zu einem Frieden kommen können, dass wir eine zivilrechtliche Staatengemeinschaft brauchen und dass wir damit in Europa anfangen. Das ist einfach das Ideal. Und dieses Ideal
gerade weil es ins Leben gekommen ist, fängt es an, ein bisschen zu schwächeln. Das ist häufig so. Man verliebt sich und heiratet eine Frau, wie ich vor 30 Jahren, aber dann kommen natürlich dann kommen schon einige Fragen irgendwann auf in so einer Gemeinschaft. Und man geht dann weiter und dann wird es aber wieder schön. Das heißt, man muss dann auch dranbleiben. Und dieses Dranbleiben ist, glaube ich, für Europa jetzt mal wieder dran, indem wir zum Beispiel vielleicht den Weg zu einer echten europäischen Verfassung gehen und ein echtes europäisches Staatsbürgerschaftsrecht schaffen, dass jede Bürgerin und Bürger auch einen Europapass hat. Es geht ja wirklich darum, die Leute gerade bei dem Thema Volksentscheid abzuholen, da wo sie stehen, zu motivieren, aus ihrer Komfortzone rauszubekommen und dann auch wirklich informiert abstimmen zu lassen. Und wenn man das nicht macht, ist es tatsächlich, glaube ich, ein bisschen gefährlich, weil dann die Tür offen ist für populistische Strömungen. Dann wird das wahrscheinlich genutzt für Stimmungsmache auf Basis von uninformierten Leuten. Und ich glaube, das wird letztendlich beim Thema Volksentscheiden, wird es, glaube ich, tatsächlich dann darum gehen, die Leute aus ihrer Komfortzone zu holen und zu motivieren. Und das ist gar nicht so leicht. Ich selber stelle immer wieder fest, dass ich auch in meiner Komfortzone gerne festhänge. Ja, da muss man sich schon motivieren. Und da gibt es wahrscheinlich noch ganz andere Beispiele, die noch stärker motiviert werden müssten. Und ich denke, das ist eine Aufgabe. Deswegen finde ich höre zum ersten Mal von euch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich finde sowas cool, wenn ihr dann auf die jungen Leute zugeht und sagt, hier, guckt euch das an, das ist unser Ansatz. Und damit kann man es wahrscheinlich schaffen. Ja. Da muss man halt natürlich viel Aufwand reinstecken, klar. Ja. Also ich glaube, um das Thema nochmal Parlamentarismus und direkte Demokratie, also das klarzustellen, aus meiner Sicht geht es nicht um das Entweder-Oder, sondern um das Sowohl als auch. Ja, es geht um eine Ergänzung von Systemen, wie du es einfach dann auch gesagt hast, um halt Menschen die Möglichkeit, und das ist meine persönliche Erfahrung, also ich habe sicherlich nicht für meine persönlichen Überzeugungen immer gesellschaftliche Mehrheiten, aber was ich weiß, dass ich parteiübergreifend für jede meiner persönlichen Ansichten in jeder Partei Menschen finde, die das unterstützen. Und wenn wir da hinkommen, Partei- und Machtpolitik mal beiseite, über Inhalte zu reden, ja, genauso wie wir hier über Europa reden, ja, dann haben wir etwas gewonnen. Weil dann reden wir über ein Thema und schauen ganz genau, welche Lösung ist das die für uns beste. Und dann können wir uns darüber verständigen. Und das wieder runterzubringen an die Basis, ja, das ist, glaube ich, echt verdammt wichtig. Und wie jetzt, und das habe ich zumindest halt auch gehört, dass ein Konvent auf dieser europäischen Ebene, weil wir reden ja über Europa, dass das anscheinend hier Konsens ist, dass wir da hinkommen müssen. Ja, und dieser Konvent, dass der zugänglich sein muss für Positionen von uns, wo wir da direkt reinstechen können, eine Mail schreiben können, irgendwas posten müssen, das ist uns wichtig. Und das wollen wir ja auch mit diesen Gesprächen. Wir wollen die nach Brüssel transportieren und sagen, hey, das sind die Wünsche von uns Menschen. Das ist wichtig. Und wenn wir das weiterdenken, das haben wir, glaube ich, dann noch nicht irgendwie zur Sprache gebracht, unserer Wunsch wäre dann halt auch, wenn wir denn dann eine neue Verfassung auf diesem Wege uns erarbeiten, dass dann schließlich und endlich alle Menschen in Europa über diese Verfassung abstimmen und dann bewusst sagen, ich möchte Teil dieses Europas sein.